Ihr wolltet unbedingt mehr japanische Rezepte und ich persönlich liebe die japanische Küche auch über alles und dementsprechend machen wir heute Tamago. Das ist eine japanische Eierrolle, ganz bekannt, so ein leicht süßlicher Geschmack. Wie ihr die zu Hause machen könnt, erzähle ich euch heute. Die Zutaten sind super simpel natürlich. Wir brauchen Eier, wie beim normalen Omelett auch. Und dann beim Würzen geht es eben in eine komplett andere Richtung. Wir haben hier ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Rohrzucker, braunen Rohrzucker und ein wenig Mirin. Mirin ist eine Mischung aus Reisessig, Wasser und ich glaube Zucker und vielleicht noch so ein paar anderen Sachen. Bringt auf jeden Fall einen ganz spannenden Geschmack mit rein. Als erstes geht es natürlich los damit, die Eier in eine Schüssel aufzuschlagen, wie auch noch beim normalen Omelett. Das ist ein verdammt gelbes Ei. Noch nie so ein gelbes Eigelb gesehen. Beim Tamagoyaki ist das Besondere, dass das Ei so ein bisschen süßer schmeckt. Dadurch, dass wir ja Zucker benutzen und auch der Mirin etwas süßlich ist, bekommen wir so einen richtig tollen, süßen Geschmack. Und der ist in Verbindung mit dem Ei echt lecker. Ist wirklich komplett anders als so die Omelettes, die ihr vielleicht kennt, die eher so herzhaft sind. Aber ich sage euch, probiert euch das mal aus. Passt nämlich richtig gut. So, hier gibt es auch gar nicht viel zu erklären eigentlich. Einfach ungefähr so einen Esslöffel Sojasauce mit dazu geben zu den Eiern. Als nächstes dann bei der Süße ein bisschen braunen Rohrzucker. Ich nehme meist so, ja, nicht ganzen Teelöffel. Da könnt ihr bei der Menge natürlich auch total abpassen, wie süß ihr das Ei dann mögt, falls ihr es öfters mal macht. Und Mirin kommt auch noch mit rein, ungefähr einen Teelöffel. Mirin gibt es mittlerweile auch in normalen Supermärkten in der Asia-Abteilung zu kaufen, aber ich kann euch trotzdem raten, das wirklich im Asia-Laden zu kaufen, weil es dort einfach deutlich günstiger ist. So, die Eier werden jetzt als nächstes verschlagen. Eine ganz bekannte Version von dem Tamagoyaki ist übrigens auch mit Dashi. Dashi ist im Grunde eine Fischbrühe, die in der japanischen Küche total viel benutzt wird. Und wenn ihr Lust habt, dann kann ich mich darum auch mal kümmern, denn ich finde, das ist so eine dieser Zutaten, die hier in Europa völlig unbekannt sind, aber in Japan eben ganz entscheidend sind für den Geschmack. Ich habe mich heute für die simplere Variante bei den Tamagoyaki entschieden, einfach weil ich weiß, dass die meisten von euch keine Dashi zu Hause haben und es die auch nicht wirklich in einer guten Qualität fertig zu kaufen gibt. Aber ich kümmere mich irgendwann mal in einem Video darum. Die Pfanne vor mir, die heizt schon die ganze Zeit hoch auf so mittlerer bis hoher Temperatur. Da gebe ich jetzt ordentlich Sonnenblumenöl rein. Ihr könnt natürlich auch anderes Öl nehmen, Hauptsache es ist einigermaßen neutral. Wenn das Öl dann richtig heiß geworden ist, verschlagt die Eier einfach nochmal, dass auch alle Zutaten gleichmäßig sind. Und gebt dann schon mal ein Drittel mit in die Pfanne und verteilt das Ei dann direkt in der kompletten Pfanne, so ein bisschen wie beim Crepe. Und wenn ihr merkt, dass das Ei so langsam stockt, dann... Wo ist mein Ding? Wo ist mein Ding? Hier ist mein Ding. Sobald ihr merkt, dass es anfängt zu stocken, noch bevor es oben komplett gar ist, ja, geht ihr einfach so runter mit so einem kleinen Pfannenwender und beginnt das Ei so langsam zu rollen. Wir machen ja eine Eirolle, braucht ein bisschen Übung. Wenn man es erstmal raus hat, dann kann man das Ei so wunderbar zusammenrollen. Und ihr merkt, auf der Unterseite hat es auch schon so ein richtig schönes Goldbraun bekommen. Rollt das Ei dann einfach so weit es geht in eine dieser Ecken. Und jetzt kommt direkt das nächste Drittel vom Ei hinterher. Also nochmal ungefähr so viel. Und verteilt das Ei wieder in der ganzen Pfanne. Und das könnt ihr richtig schön dünn machen, so wie ihr es vielleicht auch kennt von Crepe. Und sorgt auch dafür, dass es auch unter diese erste Eirolle fließt. Dann ist wirklich wichtig, dass die komplette Pfanne damit bedeckt ist, damit eure Eirolle auch richtig schön gleichmäßig wird. Und wenn ihr merkt, dass das nächste Ei dann im Grunde auch so langsam gegart ist, machen wir das Ganze einfach einmal rückwärts. Ist echt schwer, so ein Ei zu wenden. Es braucht ein bisschen Übung und da gibt es auch Leute, die können das deutlich besser als ich. Trotzdem mache ich mir hin und wieder so ein Tamago. So, und den nächsten Schritt, den kennt ihr. Nochmal das letzte Drittel Ei auch noch mit rein und direkt verteilen. Damit auf jeden Fall nicht lang warten, weil es ansonsten auch schon direkt anfängt zu garen. Gleiches Spielchen nochmal, überall in die Pfanne rein. Alle Löcher stopfen. Und auch die wieder so ein bisschen anheben, damit das Ei auch da drunter fließen kann. In Japan gibt es auch extra Pfannen dafür, nämlich so rechteckige Pfannen. Die machen es einem auch noch mal ein bisschen einfacher, dieses Ei zu rollen und so, dass es in Form bleibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht zufällig so eine Pfanne zu Hause habt. Ich auch nicht. Und dementsprechend geht es auch in einer runden, normalen Pfanne. Und die dritte Runde machen wir dann auch noch. Gleiches Spielchen wieder. Einfach zusammenrollen. Und es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr es auch macht, bevor das Ei komplett durchgegart ist auf der Oberseite. Denn Eier, gerade bei der Hitze, garen auch immer noch so ein bisschen nach und ihr wollt natürlich kein super trockenes Ei haben. Ich denke, ich brate es jetzt von der Seite auch noch mal ein kleines bisschen mehr an. Von der einen Seite ist unser wundervolles Ei jetzt auch schon so richtig schön goldbraun und genau das möchte ich, denn da kommt ganz viel Geschmack zusammen. Und dann kann man es einfach aus der Pfanne eigentlich in solch eine kleine Bambusrolle geben. Falls ihr eine zu Hause habt, falls ihr schon mal Sushi gemacht habt zum Beispiel, ist die super praktisch, um das Ei auch nochmal in Form zu bringen. Wenn nicht, könnt ihr das Rezept natürlich auch machen. Das Küchenpapier habe ich nur drunter gelegt, dass das Fett nicht so auf die Arbeitsfläche
tropft. Und ich gehe jetzt einmal mit dieser Bambusmatte rum, drücke das hier schon mal richtig schön fest, solange es noch warm ist und rolle es noch mal ein bisschen weiter, drücke es wieder fest und wiederhole einfach diesen Prozess, bis die Rolle so ein bisschen kleiner geworden ist. An meiner nicht vorhandenen Technik merkt ihr auf jeden Fall, dass es auch erst das 3. Mal ist, dass ich Tamago-Yaki mache. Egal, ob die perfekt in Form ist oder nicht, schmecken tut es auf jeden Fall, so viel garantiere ich euch. Also auch wenn ihr das noch nie gemacht habt, scheut euch nicht davor, denn wie soll man lernen, wenn man nicht damit anfängt. Die Eierrolle lasse ich jetzt auch noch abkühlen, denn ich finde, kalt schmeckt Tamago einfach nochmal viel besser. Wird in Japan auch in der Regel kalt gegessen, soweit ich weiß. Vor allem so in Lunchboxen oder eben auf einem Sushi drauf. Deswegen kurz abkühlen lassen und dann schneiden wir es klein. Die kann jetzt rüber, ist schon ein bisschen abgekühlt und dementsprechend schneide ich sie jetzt einfach mal an. Da merkt ihr genau, diese Luft in der Mitte, die sollte eigentlich nicht da sein. Es war einfach, dass ich beim Rollen ein bisschen zu großzügig war, aber an sich riecht es hier einfach fantastisch und auch diese goldbraune Farbe, die finde ich so schön. Und schaut mal, da sieht man noch die verschiedenen Schichten an Ei und eigentlich sollte es so richtig fest sein, einfach weil ich beim Rollen gerade so ein bisschen zu faul war und es doch ein bisschen zu luftig gelassen habe. Wenn ihr aber darauf achtet beim Rollen in der Pfanne und es dann eben auch nochmal zusammenpresst, dann bekommt ihr auch so ein richtig schönes Tamago, wo auch alle Schichten miteinander verschmolzen sind. Ich werde einfach mal probieren, so ein Randstück. Es sieht nämlich fantastisch aus und es duftet auch toll. Oh, mega lecker. Man hat einfach so eine leichte Würzigkeit durch die Sojasauce drin, beziehungsweise dem Dashi, falls ihr Dashi verwendet. Ja, diese Süße vom Zucker tatsächlich, die funktioniert einfach verdammt gut mit dem Ei. Und auch wenn ich oft auf Zucker im Essen verzichte, ist es beim Tamago einfach so essentiell, damit man diesen schönen süßlichen Eigeschmack hinbekommt. Wenn ihr jetzt also neugierig geworden seid, dann probiert unbedingt mal Tamago aus. Ich persönlich mag die total und mache die mir immer mal wieder zu Hause, weil das echt mal eine andere Art ist, Ei zu essen. Passt super gut zu Reis mit Sojasauce oder auch in anderen asiatischen Essen mit dabei. Probiert es gerne aus, sagt mir, wie es geschmeckt hat und bis zum nächsten Mal. Ciao!